Moin Moin und herzlich willkommen bei Odoo Made Simple. Du handelst oder arbeitest mit physischen Produkten und weißt immer sehr genau, wie viel du davon im Bestand hast, aber wenn du ehrlich bist, nicht immer ganz so genau, wo das Zeug rumliegt, dann könnte das dein Video sein, denn heute geht es um das Thema Lagerhaus und Lagerorte. Ich bin Marco, schön, dass du dabei bist und los geht's. Odoo Made Simple. Jetzt haben wir in der Vergangenheit bereits einen schönen Strauß an Produkten zusammengezimmert. Wir haben auch schon erfolgreich Produkte eingekauft und eingelagert und wir haben auch wieder welche verkauft, dafür also wieder ausgelagert, haben uns aber über das Lager natürlich noch keine wirklichen Gedanken gemacht, aber dafür sind wir ja heute hier. Denn grundsätzlich können wir natürlich, wenn wir unser System sauber gepflegt haben, jederzeit sehen, wie viel von einem Produkt haben wir denn gerade im Bestand. Am Beispiel unseres Bürostuhls hier beispielsweise. Aktuell sollen es 18 Stück sein, die im Lager sind. Was wir nun aber klären müssen ist, wo ist dieses Lager überhaupt? In Odoo reden wir vom Lagerhaus. Und wo innerhalb unseres Lagerhauses befinden sich nun unsere Bürostühle? Stichwort Lagerorte. Gut, fangen wir an mit dem Thema Lagerhaus einrichten. Dazu gehen wir hier in den Bereich Lager, Konfiguration und hier unterhalb von Lagerverwaltung auf dem Menüpunkt Lagerhäuser. So, und hier finden wir auch schon den automatisch mitinstallierten Standardeintrag für unser Lagerhaus. So, gehen wir mal rein und hier können wir nun ein paar wenige Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel können wir unserem Lagerhaus hier einen Namen geben. Ich belasse es jetzt erst einmal beim Unternehmensnamen. Weiter einen Kurznamen, der anstelle des Unternehmensnamens oder anstelle des kompletten Lagerhausnamens auf vielen, vielen Listen und Ausdrucken verwendet wird. In dem Fall WH für Warehouse hat sich bewährt. Auf der rechten Seite können wir, betrifft aber nur Multi-Company-Umgebungen, noch entscheiden, für welchen Mandanten soll dieses Warehouse nutzbar sein oder zu welchem Mandanten gehört es. Und zu guter Letzt noch, an welcher Adresse wird sich dieses Lagerhaus befinden. Standardmäßig hier unsere Unternehmensadresse. So, jetzt wissen wir also, wo sich unser Lagerhaus befindet. Als nächstes wollen wir uns mal die Struktur innerhalb unseres Lagerhauses ansehen. Und keine Sorge, wenn du sagst, ich brauche es gar nicht genauer, ja, mir reicht einfach nur dieses Etwas an Lager, weil ich habe nur eine Handvoll Produkte und ich weiß genau, wo was liegt, dann musst du jetzt auch nicht weiter konfigurieren. Du kannst damit arbeiten, wie es jetzt ist. Für alle anderen schauen wir uns das jetzt ein bisschen genauer an, nämlich das Thema der Lagerorte. Um die Lagerorte überhaupt einrichten zu können, müssen wir diese Funktion zunächst einmal aktivieren. Dazu gehen wir hier im Programmbereich Lager in die Konfiguration und in die Einstellungen, scrollen etwas runter bis zum Bereich Lagerhaus und aktivieren hier auf der linken Seite einfach mal Lagerorte. So, das Ganze speichern wir einfach mal. Und jetzt finden wir in der Konfiguration zusätzlich zu den Lagerhäusern nun auch die Option der Lagerorte. Schauen wir mal rein. Tada! Und da ist er auch schon, unser erster Lagerort, automatisch installiert. Und zwar mit dem Namen Bestand. Schauen wir uns den einfach mal an. Grundsätzlich ist der Aufbau der Lagerorte hier überall gleich. Das heißt also, als erstes geben wir unserem Lagerort einen Namen, eine Bezeichnung. Ich ändere beispielsweise mal hier die Bezeichnung von Bestand in Lager. So, als nächstes haben wir den sogenannten übergeordneten Lagerort. Das heißt, die Lagerorte sind hier quasi kaskadiert aufgebaut. Innerhalb unseres Warehouses befindet sich also unser Lager. In dem Lager wiederum weitere Flächen, Regale, was auch immer. Kommen wir gleich zu. Als nächstes entscheiden wir den Lagerort-Typ. Interner Lagerort sind tatsächlich die Lagerorte, in denen wir Produkte einlagern können. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr. Gehen wir sie mal schnell durch. Und zwar Lagerort des Lieferanten ist auch ähnlich wie der Kundenstandort, sind Lager beim Lieferanten bzw. beim Kunden. Du musst wissen, Odoo bucht grundsätzlich zweimal eine Warenbewegung, also beispielsweise bei einer eingehenden Lieferung an unser Lager wurde sie zunächst vorher, virtuell natürlich, beim Lieferanten aus dem Lager rausgebucht. Genauso gut, wenn ich Sendungen verschicke an unsere Kunden, dann buche ich sie bei uns aus und im Kundenlager gedanklich wieder ein. Dann gibt es den Lagerorttyp Ansicht. Das ist einfach nur ein virtueller Lagerorttyp. Darauf kann nicht gebucht werden. Er dient einfach nur
der besseren Struktur im Lager. Und dann haben wir beispielsweise noch Bestandsschwund und Produktion. Das sind Lagerorte, in denen beispielsweise Inventurdifferenzen erst einmal reingebucht werden. Wie gesagt, immer zweimal. Aus dem Lager heraus, in das Inventurlager rein, wenn die Sachen wiedergefunden werden, aus dem Inventurlager raus, wieder auf den Lagerort, auf dem wir sie gefunden haben. So, der Standardlagerort, den wir aber verwenden, ist der interne Lagerort. Unternehmen, wie an vielen anderen Stellen auch, betrifft uns nur in einer Multi-Company-Umgebung. Und wir können hier noch entscheiden, ob dieser Lagerort für Ausschuss, also sprich kaputtes Material verwendet werden kann oder auch für Retouren. Und die Option Standort auffüllen, die überspringen wir jetzt mal, die betrifft uns nur bei der Routeneinstellung. Auf der rechten Seite haben wir noch die Möglichkeit, jedem Lagerplatz die Eigenschaft zuzuweisen, dass er regelmäßig nach einer Anzahl N Tagen geprüft werden soll, also eine Inventur auf diesem Lagerplatz durchgeführt werden soll. Wenn ich also hier einstellen würde, alle 30 Tage soll geprüft werden, dann wird mir Odoo auch alle 30 Tage für diesen Lagerplatz eine Inventur vorschlagen. So, hier oben links haben wir noch über das Einstellungssymbol die Möglichkeit, ein Lagerplatzlabel mit einem Barcode auszudrucken. Obacht, das geht in der Community Edition jetzt nicht ganz so easy. Ja, aber schließlich sollte es auch Unterschiede geben zwischen der kostenlosen Community Edition und der kostenpflichtigen Enterprise Edition. Aber auch in der Community kann man das mit dem Barcode herrichten, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. So, dann haben wir hier oben noch die beiden Buttons. Zum einen die Einstellungen für sogenannte Einlagerungsregeln, das werde ich aber noch separat behandeln. Und wir können uns hier den aktuellen Bestand auf diesem Lagerort ansehen. Und so werden wir, wenn wir hier draufklicken, unsere beiden Produkte, von denen wir ja wissen, dass wir Bestand haben, aufgelistet bekommen. So wird erst einmal grundsätzlich ein Lagerort aufgebaut. Nun denn, hauchen wir unserem Lager jetzt etwas Leben ein. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiellager skizziert, wie es aussehen könnte. Es gibt natürlich unendlich viele mögliche Setups. Versuchen wir es aber mal mit dem hier. Ich glaube, da können wir das meiste oder das Wichtigste erschlagen. Was haben wir hier also? Wir haben ein Lager, bestehend aus zwei Lagerhallen. Halle 1, Halle 2. In der einen Halle ist nichts los, in der anderen Halle sehen wir 3 Regale. Fangen wir einfach mal an und bilden die beiden Hallen ab. Und zwar werde ich jetzt hier einfach einen neuen Lagerort anlegen. Nenne ihn Halle 1. Und als übergeordneten Lagerort, nicht vergessen, nehme ich unser Lager. Die übrigen Einstellungen kann ich erstmal so lassen, wie sie sind. So, dasselbe wiederholen wir mit Halle 2. Das Lager selbst als übergeordneten Lagerort, die übrigen Einstellungen so lassen und speichern. Und wenn ich jetzt wieder in die Lagerorte zurückgehe, dann sehe ich, wie sich das hier kaskadiert darstellt. Halle 1 und 2 sind wiederum unterhalb des Lagers, welches unterhalb des Warehouses, also des Lagerhauses, sich befindet. Nun denn, jetzt haben wir uns ja in Halle 2 3 Regale vorgestellt, mit jeweils 6 Plätzen nebeneinander oder hintereinander und 3 Ebenen. Die müssen wir uns jetzt einfach auch noch anlegen. Und ich empfehle zum Beispiel folgende Nomenklatur. Ich habe also ein Regal 1 bis 3, ich habe einen Platz 1 bis 6 und eine Ebene 1 bis 3 in diesem Fall. Und zum Beispiel hier der Platz, den ich mit einem roten X markiert habe, befindet sich also in Regal 2 auf Platz 3 in Ebene 2. Und er steht in Halle 2. Und daraus ergibt sich für mich als Beispiel eine Lagerplatznummer H2, R2, P3, E2. So kann man anhand dieser Nummern- und Buchstabenkombinationen, wenn man es 2-3 Mal gemacht hat, sehr schnell erkennen, wo befinde ich mich hier gerade im Lager, beziehungsweise wo finde ich die Ware, die diesen Lagerplatz hat. Oder beim Beispiel, den ich jetzt hier in grün markiert habe, das ist also in Halle 2, Regal 1 auf Platz 6 in Ebene 1, also H2, R1, P6, E1. Ein bisschen wie Schach. So, und solche Lagerplätze muss ich mir natürlich anlegen. Also machen wir einfach mal Folgendes, neuer Lagerplatz und nennen den einen so. H2, R2, P3, E2. So.
und er befindet sich in Halle 2. Und die übrigen Einstellungen lasse ich, wie sie sind. Dann machen wir den anderen gleich mit. H2, R1, P6, E1 in Halle 2. So sähen jetzt meine Lagerorte aus. Ich könnte natürlich hier auf dieses H2 am Anfang verzichten, weil ich habe die Regale ja bereits der Halle 2 zugeordnet. Aber ganz ehrlich, wer weiß, ob ich nicht nächstes Jahr in Halle 1 auch noch Regale bauen möchte. Und vielleicht möchte ich ohnehin irgendwelche Sachen noch umbauen. Deswegen empfehle ich, so viel wie möglich, aber auch nur so viel wie nötig Informationen in den Lagerort zu packen, damit ich ihn einfach schnell lokalisieren kann in meinem Lager. Denn gerade bei größeren Lagern kann das eine durchaus anstrengende Suche werden, wenn ich Lagerplätze einfach nur so durchnummeriert habe. Habe ich auch schon gesehen, ist nicht so cool. So, jetzt fehlen uns noch weitere 52 Lagerorte, die wir anlegen müssen. Ne? 6 mal 3 mal 3, 54, 2 haben wir schon, 52 müssen wir also noch machen. Die lege ich jetzt natürlich nicht alle per Hand an, sondern ich gucke mir nochmal das Video an zum Thema Export, Import, Update von Datensätzen, denn das geht auch hier bei den Lagerorten ganz wunderbar. Das mache ich mal eben fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Gitarre in der Turmhandtasche, Greatness on my mind. Jede Nacht sitz ich am Turmband und bin daily on the grind. Auf dem Weg mit deinen Mappern nach Ohio und Schwerin. Und wenn die Stadt nicht mehr so scheiße ist, vielleicht auch nach Berlin. Auf der Strom hab ich in der Dunkelheit fast jeden Text verfasst. So wie bestellt und abgeholt in einem Bällebad. Ich habe Tracks gemacht, dachte ich hätte sie längst verpasst. Aber nutze meine letzte Chance, keine Partys und kein Geld. Heute fahren wir nach L.A. und pennen in Parks oder Motels. Rock'n'Roll. Da sind sie, unsere Lagerorte. Und jetzt schmeißen wir noch die beiden, die ich natürlich jetzt hier doppelt drin habe, wieder raus. Und zwar H2R1P6 und E1. Den gibt es doppelt. Raus damit. Und den H2R2P3 E2 haben wir auch doppelt. Und raus damit, weg. So, du hast also gesehen, wir können also hier ganz simpel und zügig via Excel-Import unsere Lagerplätze anlegen. Zu guter Letzt aber noch ein paar Hinweise. Wir sehen ja jetzt zum Beispiel hier in dieser Ansicht, dass die Datensätze gefiltert sind auf den Typ intern. Ja, das sind also all die Lagerorte, insgesamt 57, die wir nun tatsächlich physisch mit Bestand bebuchen können. Wenn ich den Filter mal rausnehme, dann sehen wir auch die anderen, die wir vorhin bei der Lagerort-Einrichtung gesehen haben. Lagerort Typ Ansicht zum Beispiel, das sind diese blauen. Auf diesen Lagerorten kann man nichts buchen. Die sind tatsächlich nur für die Struktur da, in der man dann diese Lagerorte untereinander verschachtelt. Dann sehen wir hier das Kundenlager oder das Lieferantenlager. Und wir sehen also, dass der Lagerort des Lieferanten zum Beispiel unterhalb des virtuellen Lagerortes Partner liegt. So. Und wenn ich zum Beispiel möchte, wenn ich vermeiden möchte vielmehr, dass zum Beispiel meine Mitarbeiter Ware einfach hier in diesem Halle 2 Lagerort buchen können, denn jetzt könnten sie es, sondern ich erzwingen will, dass wenn sie in Halle 2 fahren, dass sie auch tatsächlich einen Regallagerort verwenden, ja, dann brauche ich einfach nur hier diesem Lagerort Halle 2 den Lagerort Typ Ansicht zu geben. Und
Wenn ich jetzt zurückgehe in die Lagerorte, ändert sich hier zwar die Sortierung, weil die ist alphabetisch, aber ich kann Halle 2 einfach nicht mehr als unmittelbaren Lagerort benutzen. Und so könnte ich auch meine Mitarbeiter ein wenig dazu zwingen, wirklich nur gültige Lagerorte zu verwenden. Ich kann euch sagen aus der Praxis, das macht manchmal Sinn. Ich mache es trotzdem nochmal rückgängig, damit es einfach etwas für euch übersichtlicher ist. Das heißt, Halle 2 wird wieder zu einem internen Lagerort und alles ist wie vorher. Und den Filter setzen wir wieder rein und das soll es erstmal gewesen sein. Tja, Kinders, und das war's dann auch schon mit den Basics zum Thema Lagerhaus und Lagerorte hier in Odoo. Wenn da noch Fragen offen geblieben sind, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch, ansonsten zweimal Daumen runter. Abonniert gerne den Kanal und bis zum nächsten Mal.